Ja, hier geht es für mich dann nicht weiter. Ich setze mich in die Bar und warte, bis es zukommt. Guten Morgen, meine liebsten Sinanuba. Ja, ich brauchte mal einen Tapetenwechsel. Bin jetzt abgehauen quasi. Genieße hier jetzt erstmal ein Kaltgetränk. Also man ist nicht lange alleine hier. Mein Gott, ey. Also, ich bin hier ein Thema. Da hinten ist der Hafen. Mein Agent ist auf dem Weg hierhin. Ja, drückt mal die Daumen. Also der Wossi kommt anscheinend heute auf ein Schiff. Erik und? Nikolas. Geil. Oh, Wossi, bitte. Komm an. Komm einfach nur heile an. Bitte, bitte, bitte. Meine liebsten Sinanuba. Drückt mal die Daumen. Der Wossi ist auf jeden Fall auf dem Weg und das ist das Allerwichtigste. Leider im Moment noch in die falsche Richtung. Der landet jetzt, was sagt die Uhrzeit? Also in einer halben Stunde müsste er in Lagos in Nigeria ankommen. Der hat jetzt die ganze Nacht in Benin verbracht. Kuntogu oder sowas. Und ich bin immer noch nervös. Er ist, wie gesagt, gen Osten unterwegs. Soll aber gen Westen fahren. Hauptsache, der ist auf dem Schiff. Also ganz lieben Gruß. Ich trinke hier noch meinen unfassbar leckeren Mojito. Also der sieht nicht ganz so fancy aus, aber der kann was. Es geht nach Hause. Meine liebsten Sinanuba, Magalang Hapun aus den Philippinen hier. Also ganz offensichtlich bin ich nicht mehr in Afrika und war euch ja einen Abschlussbericht schuldig. 13 Monate Vanlife Afrika, davon 12 Monate auf Mountain Top mit dem guten Wossi. Warum ich das alles abgebrochen habe, bei Geld hört die Freundschaft auf. Ich wurde bestohlen. Es haben sich leider alle, wirklich ausnahmslos alle Stereotypen, die man so über Afrika hat, sich bewahrheitet. Und ich bin da doch schon enttäuscht. 3 Wochen auf See gewesen, gestohlen wurde im Prinzip nur der Kompressor und der Jumpstarter und kaputt gegangen ist nur der Außenspiegel.
Alles in Ordnung. Ich bin froh, dass das überhaupt funktioniert hat. Es war nämlich wirklich sehr kompliziert. Die Schiffe, die fahren nach Ghana rein oder nach Westafrika insgesamt, laden dort ihren Krempel ab, sind halt Importländer und rauskommt da relativ wenig. Das war sehr anstrengend, würde ich in der Form auch nicht noch einmal machen, weil es doch auf die Knochen, aufs Gemüt geht. Insbesondere wegen diesen maledeiten Police- und Military Checkpoint. Überall wird die Hand aufgehalten und give me money, give me money. Also es ist wirklich mehr als unangenehm. Am schlimmsten in Guinea, das war fürchterlich. Und das, obwohl das Land eigentlich eine Reise wert wäre. Also zumindest landschaftlich sehr, sehr viel zu bieten. Mir wurde Geld gestohlen und sobald es um Geld geht, hört die Freundschaft auf. Und da bin ich sehr konsequent. Also da gibt es auch keine Diskussion mehr drüber. Abgebrochen, zugesehen, dass ich irgendwie Maschinerie noch verkauft bekommen habe und deswegen konnte ich nicht einfach mich ins Auto setzen und zurück. Ja, das Auto habe ich vollgestopft mit allem, was ich da noch finden konnte. Bubuja habe ich mit Samini geschenkt, dort gelassen. Da ist jetzt im Moment wieder Getriebe kaputt, weil, wie gesagt, auch Maintenance, Wartung ist so das allerkleinst geschriebene Wort in, ich denke, Gesamt-Westafrika. Das Essen war nie mein Ding. Ich habe mich auch eher vegetarisch ernährt, weil einzige Proteinquelle waren Eier. Und gutes Fleisch gibt es nur, wenn mal die Kuh erschossen wurde. Und ja, Fufu schmeckt genauso wie es klingt und riecht eigentlich auch so. Und wenn man auf Abenteuer hinaus ist, dann ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Für mich war es ein voller Erfolg, weil ich dort das Jahr meines Lebens verbracht habe. Der Obruni, der weiße Mann, der ist eher so der Walking ATM, der wandelnde Geldautomat. Das ist schon sehr schade. Jetzt auch im Nachhinein melden sich sehr viele Bekannte und fordern Geld. Es wird auch nicht gefragt, könntest du mir vielleicht aushelfen? Nein, give me money. Buy me dies und buy me that. Also kauf mir jenes und so weiter. Das ist, alle Stereotypen haben sich im Prinzip erfüllt, die man so über Afrika hat. Und das ist sehr schade, weil ich das insbesondere noch sehr lange versucht habe zu verteidigen. Für, sagen wir einfach mal, zart beseitete ist das nicht unbedingt eine Empfehlung meinerseits. Ansonsten gehört schon ein bisschen Mut dazu und Abenteuerlust sowieso. Dann ist es cool. Ich persönlich verzichte jetzt drauf. Ich habe es gemacht, ich habe es gesehen und ja, Afrika erstmal anschauen. Zum Abschluss, Vanlife in Afrika, sehr anstrengend. Mit einem größeren Fahrzeug als dem Bossi würde ich das definitiv nicht machen. Ansonsten ist der Bossi ganz geblieben. Er hat jetzt blöderweise sein Bossi-Kennzeichen aus Ghana abgeben müssen. Damit durfte ich mich im deutschen Straßenverkehr nicht bewegen. Ansonsten bleibt relativ wenig Fazit, weil ich natürlich auch sehr voreingenommen bin. Ich bin sehr enttäuscht. Das kann man gar nicht in Worte packen. Wie gesagt, es wurde sogar noch sehr bösartig und im Endeffekt dann auch gefährlich für mich. Deswegen Reißleine gezogen, ganz schnell und gib ihm, ich bin safe, hab's geschafft, bin zurück nach Deutschland gekommen. Denn Deutschland ist einfach das geilste Land der Welt. Es ist geil, Deutscher zu sein und Fahne hoch. Ich habe meine Deutschlandflagge natürlich eingepackt. Samini hat eine bei sich unten im Village aufgehangen und das macht mich auch sehr stolz. Seid ein bisschen stolz drauf. Wir haben einen guten Grund und insbesondere merkt man das, wenn man im Ausland ist und insbesondere in arabischen und afrikanischen Ländern. Wir sind die Geilsten und in dem Sinne, Leute, bleibt immer safe, den berühmten Zentimeter Luft unter der Ölwanne, bleibt gesund und peace out.